Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Dennis hier, aka Fragrance Dog. Ja, der unerreichte, doch wiedererkannte Fragrance Dog. Ja, heute habe ich 5 ultra günstige Düfte für euch, die perfekt fürs Büro sind. Also richtig coole, saugünstige Office-Düfte, die ihr Geld, was sie kosten, die kosten ja nicht viel, auf jeden Fall wert sind. Wirklich, auf jeden Fall. Bevor ich aber loslege, abonniert diesen Kanal, drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ja, warum solltet ihr das machen? Schaut meine ganzen Videos durch, dann wisst ihr auf jeden Fall warum. So, wir fangen gleich mal mit den ersten an. So, der kommt von Laoui und heißt Brave. Ja, Brave ist ein, ihr seht es wahrscheinlich schon, ein Dupe-Zwilling, wenn man das so nennen kann, von Invictus. So, ja. Und im Endeffekt wirklich gut gemachter Invictus-Nachbau. Ja, für wenig Geld. Am Anfang sind sie, oder wenn du in die Luft riechst oder auch auf die Haut, sehr nah dran. Natürlich ist das Original immer ein bisschen anders und ich finde es auch besser von der Kopfnote. Diese Kaugummi-Note ist einfach noch geiler. Aber was kostet dieser Duft? Ich kann es gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Aber da sind wir ungefähr bei 10 Euro. Und ganz ehrlich, das ist auch hier für Leute, die wirklich nicht so viel Geld ausgeben wollen, die auch nur ab und zu mal einen Duft tragen, und dann ist Laoui Brave auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, die hat auch die Kopfnote, die Frische, die Kaugummi-Note, das Süße, da ist alles so drin. Und ja, Haltbarkeit ist jetzt vielleicht nicht so dolle, aber den könnt ihr nachspülen, weil bei diesen Preisen, ne, wisst ihr, ist es eigentlich egal. So, der nächste kommt auch von der Marke Laoui, und zwar Extreme Story. Ja, und das ist wirklich ein guter Nachbau von Dior Sauvage. So, wer Dior Sauvage liebt, sehr guter Sprüher, der wird diesen hier auch definitiv mögen. Es ist von der Haltbarkeit, jedenfalls die Erstauflage, natürlich ein großer Unterschied, aber die soll ja nicht mehr so lange halten. Aber vom Geruch und von der DNA fast her, also schon wirklich genial. Und auch hier der Preis ist ähnlich wie beim Brave. Laoui kennt ihr, sind Drogeriedüfte, kosten nicht viel und habt 100 ml. Ja, und ne, hier 75 und das sind 100. Auf jeden Fall, Leute, wirklich sehr, sehr geiler Nachbau von Dior Sauvage. Und wie der Duft ankommt, wisst ihr, frische Bergamotte und so weiter. Ja, Extreme Story Eau de Toilette. Damit könnt ihr ehrlich gesagt nichts mit falsch machen, vor allem nicht für den Preis. So, der nächste, der wirklich so 10, 12 Euro kostet, kommt von Zara und heißt Vibrant Leather. Ja, da haben wir ihn. Und das ist ein guter für den Preis. 10 Euro. Leute, meckert, also das ist meckern auf hohem Niveau, wenn man da was sagt. Das ist ein Aventus-Nachbau. Ja, richtig schöner Lavendel, auch guter Sprüher. Ja, und hier habt ihr das erdige, fruchtige Ananas minimal am Start, nicht so doll wie beim Original. Aber jetzt dürft ihr nicht vergessen, dass das Original nicht mehr unbedingt rauchig riecht. Also ist das hier auch nicht vorhanden. Und im Endeffekt kommt das dem Original viel näher, weil das Original, wie gesagt, nicht mehr rauchig ist. Er auch nicht, aber ein sehr schöner Nachbau im Endeffekt. Ja, sehr geil. Vibrant Leather. 10, 12 Euro von Zara. Haltbarkeit auch wie, also der Extreme hält ein bisschen länger, das ist auch so 6 Stunden. Hier sind wir 3 Stunden, 4 Stunden. Ich weiß, dass das wenig ist, aber viele meckern ja auch beim Original, dass man sich lange wahrnimmt, und deswegen 10, 12 Euro. So, der nächste, den gibt es schon länger. Und jetzt, man merkt, es kommt der Sommer, es ist der Frühling da, und ich stelle Aspen for Man vor. Ja, der durfte auch 10, 8, also von 8 bis 12 Euro kostet. Cologne Spray, 118 ml, warum 118 auch? Und dieser Duft ist sowas von genial. Das ist im Endeffekt die verbesserte Version sogar von früher. Ja, riecht wie das ältere Cool Water beziehungsweise Green Irish Tweed von Creed. Genauso riecht das. Und ich weiß, ich hatte den Green Irish Tweed, ne? Werde ich mir mal wiederholen. Aber im Endeffekt braucht man noch, ich habe da noch einen Flakon vor, der riecht
fast identisch. Und die Haltbarkeit ist ja auch bei 6 bis 7, 8 Stunden. Also Aston for Man fast identisch mit den Original von Creed Green Irish Street oder Cool Water von früher. Nur das war noch ein bisschen anders noch. Aber hier Aston for Man ist Green Irish Street. Wow, ich kann nur sagen, wow, und zu diesen Zeiten, vor allen Dingen morgens ist der gut, wenn es ein bisschen kühler ist, wenn der Tau noch auf den, wenn ihr mit einem Hund geht oder was auch immer, joggen geht, auch übrigens perfekt, dann ist der geil, wenn der Tau noch so auf den Wiesen hängt und dann dieser Duft, wow. So, und zu guter Letzt kommt, glaube ich, wer hätte es gedacht, der teuerste in dieser Reihe, war, glaube ich, immer der teuerste, 19, jetzt ist er manchmal 29, ja, Missoni Wave, ja. Das ist im Moment, oder der wird gehypt, hier auch mit Magnetverschluss. Genial. Absolute frische, bisschen so Ahoi-Brause-mäßig, also nicht Sorte egal, aber so die Frische und cremig, Nivea-Style, so ein bisschen Rasierschaum. Auf jeden Fall hält der wirklich sehr, sehr gut. Mit den Aston for Man, wenn ich das jetzt so, ja, mit am besten. Und ich glaube, er ist noch ein Tick besser. Also hier wird es wirklich 7, 8 Stunden, ne? Also wirklich sehr, sehr nice. Und wow, es ist eine frische, kühle Frische mit einer schönen Cremigkeit. Wie wäre ungefähr das, es ist nah dran an den Nivea Rasierschaum. Und ja, das waren meine 5 Düfte fürs Büro oder beziehungsweise sehr, sehr günstige Bürodüfte. Also Leute, denkt dran, damit könnt ihr nicht waschen, könnt ihr auch nicht, weil wenn ihr 10 Euro ausgebt und ihr den nicht mögt, gebt den weiter, verschenkt den, was auch immer. Aber ich sage euch eins, von Haus aus, den Ästen, wer natürlich diese Richtung macht, wird ihn lieben. Den Missoni so und so und den Extreme Story, der wirklich wie Dior Sauvage wirklich gut riecht auch. Und Vibrant Leather ist auch gut, hat nur am wenigsten Power von allen hier mit den Brave, der vielleicht, sag ich mal, am schlechtesten ist. Normalerweise sage ich ja nicht so, also das Original würde ich jetzt nicht unbedingt fürs Büro nehmen, aber dadurch, dass der Larue ja nicht so stark ist, kann man das auf jeden Fall gut machen. Ja, Leute, das war's. Schreibt in die Kommentare. Vielleicht kennt ihr ja schon einen Duft von dieser Reihe, vor allem den Aston. Wenn ihr Aston kennt, sagt mal Bescheid. Und dann sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Fragrance Talk.